Wir haben ein wunderschönes Video, was mir geschickt wurde von Jasmin. Und zwar heißt dieses Video 25 Secrets in Zelda Echoes of Wisdom. Easter Eggs, Hidden Details and Facts. Einfach ein kleiner Eisberg. Und warum ist die Formatierung so abgefuckt? Was ist hier los? Auf geht's, wir gucken uns ein paar Secrets an und ein paar Hidden Facts. Los geht's. It's not a secret that Princess Zelda is a well of wisdom. Was ist für eine schöne Animation, bitte, holy shit. Because she knows all these hidden details and Easter eggs of Echoes of Wisdom that you didn't catch in her first solo adventure. Don't keep royally waiting and hit the like button, subscribe to the channel and turn on the notifications. Here you have 25 secrets of... Mach das auch sehr gerne auf Schneile und auf Schneile und auf gut Ding will Schneile haben und vielleicht auch auf dummer Bockblind, weil warum nicht, ne? Zelda Echoes of Wisdom for Nintendo Switch. Zelda became the protagonist of Echoes of Wisdom by chance, because in the early stages of development, Link was set to be the main character again. These were the initial game tests. Es gibt Footage dazu. Dass es so sein sollte, wusste ich schon, dass Zelda, dass eigentlich ursprünglich auch Link gespielt werden sollte. Aber es gibt Footage dazu. Oha. With Link summoning objects in the world of Link's Awakening. Was zur Hölle geht da ab, Alter? They also What the fuck? Was ist, hä, wo ist dieses Footage her, Alter? experimented with the Zelda Maker, allowing you to build your Und dass es auch ein Zelda Maker werden sollte, wusste ich auch. Wäre auch übrigens immer noch sehr, sehr geil, sage ich ganz ehrlich. Das wäre ziemlich cool immer noch. own Ich sag ehrlich, das könnte, wie das da oben aussieht mit dem Stab, das könnte halt ein bisschen so das Mario Maker halt für die Zelda-Community werden. Wäre halt echt sick, wenn man es gut umsetzt. dungeons. But the series producer, Eiji Aonuma, dismissed this idea. The codename Nintendo gave to Echoes of Wisdom was Edward, while Link's Awakening was called Richard. Richard, ja, Richard und Edward. Woher kommen die Namen nochmal? Wer ist das? Very elegant names indeed. Hatten die Namen irgendeine Bedeutung oder war es einfach random gewählt? If you go to Soothorn Village, you can find Link's house in the upper left area. Inside, there's an owl statue that also appeared in the Oh. dungeons of Link's Awakening and gave hints about puzzles. Speaking of bird statues, in the Citadel, there's a weather Das wusste ich nicht, dass es links Haus ist, ehrlich gesagt. vein that has appeared in numerous Zelda games, but in Echoes of Wisdom, there is a cave underneath it. In this game, speaking of bird statues, in the Citadel, there's a weather Das wusste ich, dass da drunter was ist, ja? vein that has appeared in numerous Zelda Ach Leute, natürlich war das in Link's Awakening auch. Ich hab's ja nicht gespielt, aber ich kenne das ja trotzdem sehr gutes Spiel. Also, ja, habe ich voll vergessen. games, but in Echoes of Wisdom, there is a cave underneath it. In this game, it is explained why Link doesn't speak in The Legend of Zelda, or at least in this version. Könige? Aber was denn für wie englische Könige heißen Richard und Edward? Ich versteh's nicht. Egal, scheiß drauf. In short, when he was little, Link fell into one of the rifts. No one knows what happened to him down there, but when he returned, he never spoke again. Außer am Ende. Das haben wir ja selbst rausgefunden, wenn es so ist. Ich denke mal, es war so. Weil ganz am Ende von der letzten Szene nach dem Finale spricht Link anscheinend. Und alle sind so schockiert davon, dass er spricht. In this Zelda game, River Zora and Sea Zora are mixed together, something that had never happened before. In the earlier Zelda games, you would typically find Stimmt, die Gegner sind auch schon ultra alt, ne? Die da gerade zu sehen waren, die gab es ja auch im Eisgebiet hier, aber die sind ja auch schon ultra alt. only River Zora, while in the 3D games, Sea Zora River Zoras waren früher Gegner? Lol. were more common. In Echoes of Wisdom, it's explicitly indicated for the first time that some Zora belong to rivers and others to the sea, and here they live together in harmony, more or less. Und ich finde es immer noch seltsam. Ich finde es immer noch sehr seltsam, dass die nicht umgekehrt sind. Also für mich ergibt es viel mehr Sinn, dass das die Fluss-Zoras sind, die wir kennen. Dass das Fluss-Zoras sind und das sind die Meer-Zoras. Das ergibt für mich viel mehr Sinn. With the cat clothes, Zelda can talk to these animals, and there's one that says something very strange. Beyond the way they speak, this cat mentions that mangoes are toxic to cats, a fruit that only grows in the Gerudo Desert. Interestingly, and according to ChatGPT, mangoes are not actually toxic to cats, although they might not be particularly fond of them. The Wie random einfach, hä? Einfach Bullshit gelabert. Cuckoos return stronger than ever in Echoes of Wisdom, becoming the most violent enemies in the game if you mess with them. Stimmt, habe ich noch gar nicht getestet, ne? Dass sie einen wieder angreifen, aber ergibt ja auch Sinn. Aber wurde mir, glaube ich, schon mal gesagt, dass sie einen wieder angreifen würden, wenn man sie attackiert. Kakariko, there's a mission where Zelda must collect 5 cuckoos scattered around the village and put them in a pen. This mission is a reference to the cuckoo collection quest in Kakariko. Weil man auch eine leere Flasche dafür bekommt, weiß ich natürlich. Ach, ich kenne das Spiel ja doch schon komplett in- und auswendig.
Amiibo from Easy. Ocarina Nächste Woche kommt der Eisberg. Nächste Woche kommt der Echoes of Wisdom Eisberg, Kapi. of Time. According to the notebook, the Lionel is the most powerful creature in Hyrule, but the truly invincible ones are the Cuckoos. Too bad you can't create an echo of them, huh? What the fuck, Alter? If you press the R button while Zelda is moving, she'll speed up and do a spin. This move is the equivalent to the traditional rolls that Link does in the Ach, games, wirklich? and that speedrunners use to achieve the best times. It's also the same as the spin that Deku Link can perform in Majora's Mask, and Oh. it can be enhanced if Wusste ich Zelda nicht. wears the dancing outfit. There are over Okay, wo auch immer da das Secret war, außer dass ich ein bisschen zu Majora's Mask gespoilert wurde, aber egal. 150 echoes in total in Zelda Echoes of Wisdom, but one of them is very special. Ist das nicht 137? Warte mal, was hat er gesagt? 150? 50 echoes in total. Das stimmt nicht. Das sind nicht 150. Es sind 150. Es sind 150 Kristalle der Stärke. Aber Echos gibt's 137. 127? 127, ja. In Zelda Echoes of Wisdom, but one of them is very special. If Zelda replicates a sign, the message on it will change randomly. Sometimes it'll Da give gibt's interessante Fakten zu auf jeden Fall, ja. you gameplay tips, and other times it'll display stupid things. This way, that way. Dampé is a character who has appeared in numerous Zelda games with different professions. He started out as a gravedigger in Ocarina of Genau, er war ein Totengräber und danach war er genau in Echoes of Automation Wisdom. engineer. All his jobs involve manual labor, so we could say Dampé is an artisan by profession. If you complete the Eastern Hyrule Temple, a boss will appear who is a massive cloud with an eye. Smug, as he's known, first appeared in The Legend of Zelda Oracle of Ages for Game Ach, der hat damals schon so funktioniert, dass er wieder zusammengeführt werden musste. Ah. Ja, kein Wunder, dass ich mich so angestellt habe und nicht gecheckt habe, wie der funktioniert. Boy. Although, over time, it seems he's somehow lost one of his eyes. On the pirate ship, there's also a boss that might seem familiar. It's an electric jellyfish that attacks with Ja, das ist Barinade. Aber warum hat er nicht erwähnt, dass Smog ein zweites Mal auftaucht? Da hat sich jemand nicht genug mit dem Spiel auseinandergesetzt, oder was? Ha? smaller jellyfish rotating around it, a reference to Baronade. The Nicht in Deutsch, da ist es immer nicht lesbar. Im Deutschen steht immer, dass es nicht lesbar ist, was auf dem Schild steht, oder was? Ernsthaft? Wie kacke. final boss of the Lord Jabu Jabu dungeon in Ocarina of Time. Amiibo figures can unlock additional content in Zelda Echoes of Wisdom. Stimmt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es ein schwarzes Katzenoutfit gibt, aber den Rest kenne ich noch nicht. Ich glaube, es sind nur Outfits, ne? Though you can also obtain similar items by playing normally. Ganon unlocks the black cat clothes, which allows Zelda to talk to cats. The Zelda amiibo gives you a princess outfit in a bluish color, like Hilda's from Lorule, and Link's amiibo gives Kenne ich auch nicht. Ich weiß, dass es Low Rule gibt in irgendeinem Spiel, aber ist jetzt auch nicht wichtig. outfit in a bluish color, like Hilda's from Lorule. Alter, ist die hot. Aus welchem Spiel ist das? Aus welchem Spiel ist das? And Link's amiibo gives gut, you egal. the hero's tunic in red, like he Auch so unnötig. Warum in Rot einfach? obtained in the color dungeon in Link's Awakening. Außer Link Between Worlds, aber dann sieht sie nicht in dem Spiel so aus. Das ist schade. In the castle's basement, you can find a statue of the goddess Gottes Heil, ja, krass. Hylia, just as it appeared in Klar. Skyward Sword, Breath of the Wild, or Tears of the Kingdom. Link's hood at the beginning Klassiker. of the game also comes from these recent titles. Stimmt, oh, die Szene ist sehr parallel. Die Szene hier ist sehr parallel. Wild or Tears of the Kingdom. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Dass er hier die Kapuze abreißt, das erinnert sehr an die Szene, die er gerade gezeigt hat. Hood at the beginning of the game also Ja. comes from these recent Von dass es wirklich wegschmeißt. Warum solltest du das wegschmeißen? titles, and Zelda keeps it to go unnoticed. Inside one of the houses in Hyrule Castle Town, you can find a plush toy that true Zelda fans will recognize. This Ich bin kein True Zelda-Fan. Scheiße. Woher kommt das? Das sieht aus wie Kirby, Alter. Das sieht halt schon sehr wie Kirby aus, muss man sagen. Aber die Dings, wie hießen sie denn? Diese Stachelgegner, ne, die man ganz am Anfang in Sodelia bekommt, das sind ja auch Kirby-Gegner. rabbit is a Pole's voice, classic enemies whose peculiarity is that they die if they hear loud sounds. In Link's Awakening, for example, they Lol. were easily defeated when Link played the Ocarina. I'll leave you the 25 secrets of the game here, in case you missed them. Wie random, Digga. If Zelda uses her ability to link to another object in the game, she'll assume a very specific pose. This is known as a T-pose, a basic way Ja, of fand ich auch witzig. Ich weiß nicht, ob das so wirklich eine T-Pose anspielen soll, aber ich fand es auch witzig, dass es so gemacht wurde. representing 3D models of humanoid characters to manipulate them as needed. Ich dachte aber eigentlich, sie macht das einfach so von wegen, um einfach so halt irgendwie, weil sie so das Gleichgewicht halten will oder so ein Scheiß oder weil sie halt, ne, irgendwie so auf die Art. Aber keine Ahnung, was der Grund dafür ist. If you complete the Stamp Guy's rally, he'll reward you with a stamp suit, which doesn't serve any practical purpose, but looks pretty cool. After this, you can find Stamp Guy Oh, das wusste ich nicht. having a picnic in Kakariko, the place where he moves after fulfilling his dream of filling the world with stamps. If you zoom into the photos of it, Das wusste ich auch nicht.
Ah, das ist auch so ein Hund aus Dings, ne? Das ist auch so ein Hund aus, wie die aus Ocarina of Time auch auf dem Marktplatz. Der heißt auch Richard übrigens, weil wir es gerade von Richard hatten. Der heißt auch Richard, der Hund. His picnic, you'll see his dog wearing a little hat just like him. Tri is an entity that helps Zelda on her adventure, but what exactly is it? Its name comes from the Triforce, the prime energy mentioned in the game that the goddesses grant to the chosen ones. Tri and its friends are like personifications of parts of the Triforce's power. Und ich hoffe, sie sprechen über die Anspielung. Ich hoffe, sie sprechen über die Anspielung, die ganz am Ende passiert, wenn das Triforce nach oben aufsteigt und der Riss geschlossen wird, weil das erinnert ja total an die Göttin aus Ocarina of Time. Echo that Nintendo included, which can break your game, and they know it well because it appears as the first test object in the beta version of Echoes of Wisdom. The platbooms are platforms capable of floating in the air, stacking, attacking, and ascending, with multiple uses throughout the game. Wieso kosten die nur noch 2? Kann ich auch 3 Stück davon machen? Ich hab's ehrlich gesagt nie probiert, aber ey lol, man kann sich ja wirklich einfach eine unendlich hohe Treppe damit bauen. Floating in the air, stacking, attacking. Ich hab's irgendwie nie gebraucht, ne? Aber man kann damit ja so viel cheesen. Voll krass eigentlich, ne? And ascending, with multiple uses throughout the game. You can skip entire parts of dungeons by using them. They can replace ja, okay, das ging aber auch mit einer Wandtula. Any element used for ascending, and they can even elevate you so high by stacking that the game resets Zelda's location. These enemies first appeared in Link's Awakening for Switch and Game Boy, serving as an alternate version of the Thwomps from the Super Mario series. Ah, schön, ein bisschen Kaizo-Action hier. Ah, geil. In Zelda's room in Hyrule Castle, you can find the echoes of Zelda's bed, which she can replicate anywhere to always sleep like at home and recover energy faster. If Zelda wears her cat clothes, she can talk to her pet, the dream of any cat owner. At the end of the ja, nur dass halt fast nichts passiert irgendwie, ne? Adventure, Zelda decorates. Oh lol, das ist auch das Buch. Das ist doch das Buch, nicht das? The dream of any cat owner. Das Buch. Das ist das Notizbuch, was Impa ihm gegeben hat am Anfang, ne? At the end of the adventure, Zelda decorates her room with a painting that contains Tri's scepter, a memento of her first solo adventure. If Zelda transforms into a swordswoman using Link's sword, a lively retro tune starts playing. If you pay attention, this music uses sounds reminiscent of the effects from the classic Zelda games on ich wollte sagen, aber also die Melodie ist neu. Die Melodie ist doch safe neu. NES and Game Boy. On the embankment in front of the castle, after a small hill, there's nothing. But this was a location da ist nichts. of Link's house in games like A Link to the Past or A Link Between Worlds. Lol, was? Hä, wie hat man dann das wiedererkannt? Das ist krass, das finde ich heftig. Joxi, ich hab's übersehen, was geht. Hab ich dich übersehen. Was ist dein Lieblings-Nintendo-Easter Egg? Komplettes Nintendo-Easter Egg? Boah. Ja, wenn man so auf eines runterbrechen müsste, ist, glaube ich, das beste Easter Egg, was Nintendo jemals gemacht hat, das mit dem Satori-Berg in BOTW, oder? Diese ganze Iwata-Würdigung, weil es einfach so traurig ist auch. Das ist schon sehr, sehr krass. Also wie viele Gedanken sich da gemacht wurden. Hyrule in Zelda Echoes of Wisdom is a blend of many Zelda games, but is mainly based on A Link to the Past. In fact, the layout of the paths and mountains is practically identical in Echoes of Wisdom. Ist das denn so? Ja, bis auf Eldin. Ja, so ein bisschen halt, ne? Und nicht ganz, also Wüste unten, ja, okay. Das ist es da ganz im Osten, im Zentralosten. Was ist denn das? Also die Dinger sind wieder da halt, ne? Das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist ein bisschen weird. Ja, zu teilen, würde ich sagen, ne? With some expansion at the edges to make the world larger. The Ganon you see in this game is also based on his pig form that has appeared in A Link to the Past. Ich wusste nicht, dass er auch sein Dings früher schon geschmissen hat. Sein Zepter oder was auch immer das ist. By completing the Great Fairy's quest, she rewards you with a Might Bell. This item helps you detect might crystals as you wander through Hyrule. So ein geiles It's inspired by an item from Link's Awakening called the Seashell Sensor, which wie sieht Link's Awakening jetzt doch sehr eigen aus, wenn man sich das so anguckt, through Hyrule. It's inspired by an item from Link's Awakening called the Seashell Sensor, which had the same function but was used to detect seashells. Seashells waren auch so, also diese Muscheln waren auch so ähnliche Collectibles, ne? Die waren eigentlich ähnlich zu den Kristallen der Stärke. In the final stretch of Echoes of Wisdom, Kanon hatte mies Glowdown von Suavemente zu Oink Oink. The Eternal Forest leads you to the Great Deku Tree. This character auch wieder ein Fakt dazu. Erster Deku-Baum in einem 2D-Zelda oder einem Top-Down-Zelda. Has appeared in many Zelda games, but in this game, he plays his most important role as the guardian of the Triforce. His design in Echoes of Wisdom is based on his appearance in Ocarina of Time. He is not the only one. Volvagia, the Dekus, and Lord Jabu Jabu's design come from Ocarina of Time too. Ja. During Zelda, wie gesagt, ich habe ja nicht so viele Zeldas gespielt, aber ich habe sehr viele Anspielungen oder sehr viele Referenzen an Ocarina of Time erkannt. Dann gibt's Goma auch wieder, ne? Also
Es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Aber ich stimmt eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich hatte Dekobomb jetzt seine wichtigste Funktion, und zwar nicht aufs Master-Schwert aufzupassen, sondern einfach das Triforce zu behüten. Das ist schon krass. His visit to Elden Volcano, the Gorons will assign her the mission of obtaining rock roast. This rock-based food first appeared in Breath of the Wild and was also used as a form of currency among the Gorons. Echoes of Wisdom compiles versions of many popular songs from the Legend of Zelda series, such as the horse race theme from Lon Lon Ranch. Das ist mir auch aufgefallen. The Deku Palace theme from Majora's Mask. And for the first time, Zelda's Lullaby serves as the game's overworld theme. Aber erst nachdem man die Hälfte des Spiels abgeschlossen hat. Erst nachdem man das neue Outfit bekommen hat. Aber ja, ist mir auch direkt aufgefallen. Oder wurde mir gesagt, dann ist mir auch direkt aufgefallen. Zelda Echoes of Wisdom is the first game in the Zelda series in over 35 years to be entirely directed by a woman. You're safe. Echt? Until now, leadership had passed. Wusste ich nicht. Ich wusste, dass eine Frau eine der wichtigsten Entwicklerinnen bei dem Spiel war, so. Weil ich hatte ein Interview gesehen. Und ich wusste halt, dass es das erste ist, an dem Miyamoto also nicht in den Credits erwähnt wurde. Miyamoto hat mit diesem Spiel erstmalig gar nichts zu tun gehabt. Das ist auch sehr neu. Oder das ist das erste Mal gewesen für einen Zelda-Titel. Through names like Hidemaru Fujibayashi or E.G. Aonuma, Tomomi Samo from Nintendo supervised the Echoes of Wisdom project and made the tough decisions during development. If you want to be a source of Zelda wisdom, don't miss our other videos of 25 secrets of the saga that I've left for you here. And don't forget to... Nice. Haben wir doch ein bisschen was Neues gelernt. Yeah, Slay Girl, Zelda. Nee, doch, ist doch interessant. Wie gesagt, so viel Tiefe hat das Spiel natürlich nicht jetzt, ne? Man kann jetzt hier nicht so unglaublich viele Secrets und sowas rausfinden, aber trotzdem süß. Ich mag dieses Spiel, es ist sehr schön. Ich packe euch den Link dazu natürlich auch hier wieder in den Chat, wie immer. Und an die es auf YouTube schauen, in die Beschreibung.